Hallo und herzlich willkommen hier aus dem Außenleuchtenbereich unseres Showrooms in Arnsberg. Mein Name ist Christian Bratz. Ich freue mich, Sie heute zu sehen zu dem Thema Außenbeleuchtung. Was gibt es Neues? Und zu dem Anlass habe ich mir den Stefan Metzner geladen. Das ist der Leiter des Vertriebs Außenbeleuchtung, der Experte schlichthin. Stefan, schön, dass du da bist. Vielen Dank, freut mich sehr. Stefan, was sind denn die Highlights, was sind die Themen, über die wir uns heute unterhalten? Also wir sprechen ja vorrangig über das Thema Außenbeleuchtung und wir sprechen darüber hinaus über im Wesentlichen Digitalisierung in der Außenbeleuchtung, über Smart City und Auswirkungen der Digitalisierung auf Smart City und wir sprechen über ökologische und umweltfreundliche Außenbeleuchtung. Was sind die Trends, über die man gerade in der Branche spricht? Die Trends sind im Wesentlichen die Umsetzung dieser eben besprochenen Highlight-Themen, dass man tatsächlich über vernetzte Lichtpunkte, über intelligenter werdende Lichtpunkte die Basis schafft, eine Smart City umzusetzen und das unterm Strich mit dem Hintergrund auf ökologische und umweltfreundliche Beleuchtung einzuzahlen. Das passt zusammen. Lass uns mal auf die Details eingehen. Digitalisierung, was genau bedeutet das für den Bereich der Außenbeleuchtung? Digitalisierung bedeutet für den Bereich der Außenbeleuchtung, dass die Beleuchtung nicht nur so wie in der Vergangenheit für die reine Beleuchtungsanlage oder Beleuchtungsaufgabe verantwortlich ist, sondern dass sie im Wesentlichen auch als Datenträger für Kommunikationszwecke, für das Monitoring der Beleuchtungsanlage zukünftig mitverantwortlich sein wird. Ist das die Basis für Smart City? Was bedeutet eigentlich Smart City? Smart City ist die große Wolke, die über dieser unserer Branche schwebt und sowohl von der Beleuchtungsindustrie als auch von den Kunden sehr unterschiedlich interpretiert wird. Wir interpretieren Smart City als Nutzen für Bevölkerung, für Bürger. Der Bürger soll sich in der zu bildenden Smart City in der Zukunft wohler fühlen. Er soll sich mehr in der Smart City aufhalten. Es sollen Prozesse für den Bürger digitalisiert, aber am Ende vereinfacht werden. Es soll nicht komplexer werden. Es sollen einfach in der Smart City vorhandene Technologien, digitale Technologien umgesetzt werden. Welche Rolle spielt Lichtmanagement in dem Konzept? Lichtmanagement ist die wesentliche Basis, um das Thema Beleuchtung und Beleuchtungsanlagen Smart City fähig zu gestalten. Mit dem Lichtmanagementsystem, welches vernetzt die Lichtpunkte in Betrieb nimmt, ist die Basis dafür geschaffen, dass viele Applikationen, die auf die Smart City einzahlen, auch genutzt und umgesetzt werden können. Seien das Parkleitsysteme, seien das Sicherheitssysteme von Polizei und Feuerwehr, seien das Ampelanlagen oder seien es auch Verkehrsleitsysteme. Alles muss am Ende miteinander vernetzt und verquickbar sein und muss über das Monitoring-System Lichtmanagement einen Mehrwert und einen Nutzen bringen. Du als Experte, deine Erfahrung, für wen ist das insbesondere interessant? Für wen rechnet es sich vielleicht sogar? Also interessant ist es sowohl für den Nutzer der Beleuchtungsanlage, aber darüber hinaus auch im Wesentlichen für den Betreiber und den Eigentümer der Beleuchtungsanlage. Es wird die gesamte Betriebsführung durch Lichtmanagementsysteme und Smart City-Applikationen, sie werden vereinfacht, sie werden ein Stück weit kostengünstiger. Unterm Strich, als weiteren nachgelagerten positiven Effekt, haben wir natürlich auch Energieeffizienzeffekte, die die gesamte Beleuchtungsanlage ein Stück weit günstiger werden lassen. Das hattest du am Anfang gesagt, eines der großen Themen ist auch ökologische und umweltfreundliche Beleuchtung. Was genau bedeutet das? Also wir zahlen mit unseren Beleuchtungslösungen, mit unseren Systemen und unseren Services auf den ökologischen Anspruch, den eine Kommune hat und den Umweltanspruch oder den Umweltschutzanspruch ein, dahingehend, dass wir die Produkte und nicht nur die Produkte, sondern schon beginnend bei der Planung so auslegen, dass wir darauf achten, dass die richtige Farbtemperatur gewählt wird, um Flora und Fauna nicht so stark zu beeinflussen. Dass im Rahmen der Planung die richtigen Optiken, die richtigen Lichtverteilungskurven gewählt werden, um das Licht dorthin zu bringen, wo es denn auch erforderlich ist. Wir sorgen dafür, dass der Dark Sky Effekt geschützt wird und dass nicht zu viel Licht in den oberen atmosphärischen Halbraum abgetragen wird. Also somit viele Aspekte, die unter ökologischer und umweltfreundlicher Sicht wichtig sind und berücksichtigt werden können. Außenbereich, Außenbeleuchtungsbereich ist ja ein breit gefächerter Bereich. Wie hat sich Trilux da aufgestellt? Welche Lösung bietet Trilux da an? Also wir differenzieren zwischen dem gebäudenahen Licht, der gebäudenahen Beleuchtung und der öffentlichen Beleuchtung. Die Beleuchtungsaufgaben in diesen beiden Bereichen sind sehr, sehr unterschiedlich. Die Ansprechpartner sind unterschiedlich. Und die Beleuchtungsaufgaben, wenn wir bei dem gebäudenahen Licht anfangen, sind
von uns vollumfänglich erfasst. Heißt, dass das Portfolio für jede Beleuchtungsaufgabe, die im gebäudenahen Segment, sei es die Anstrahlung von der Fassade, sei es die Wegebeleuchtung, sei es die Parkplatzbeleuchtung, mit Produkten aus unserem Portfolio bedient werden kann. Wenn ich dann den Schwenk begehe in Richtung der öffentlichen Beleuchtung, dann sind es die Durchgangsstraßen, dann sind es Kreuzungen, sind es Kreisverkehre, die mit den Produkten aus unserem Portfolio vollumfänglich nach neuester Technologie bedient werden können. Du als Experte, wir wollen natürlich von dir wissen, wie geht es weiter? Was ist in Zukunft? Was erwartet uns im Bereich der Außenbeleuchtung? Was kommt auf uns zu? Also wenn wir in der Vergangenheit über immer intelligenter werdende Lichtpunkte und Digitalisierung und vernetzte Lichtpunkte gesprochen haben und wir haben von Pilotanlagen gesprochen, dann ist der Blick in Richtung Zukunft der, dass wir sagen können, diese Ideen werden tatsächlich in der Realität auch umgesetzt. Sie werden bei mittelgroßen, bei großen Projekten umgesetzt und die vorhandene Technologie, die vorhandene Intelligenz wird tatsächlich genutzt. Sie wird unterm Strich auch günstiger in der Umsetzung im Vergleich zu vor einigen Jahren. Das steigert im Wesentlichen die Motivation unserer Kunden im Bereich der Industrie, der öffentlichen Hand und auch im privaten Segment, sich mit diesen Zukunftsthemen zu befassen und sie auch tatsächlich in die Realität umzusetzen. Und wie kann Trilux mich dabei unterstützen, genau das zu einem erfolgreichen Projekt zu machen? Unsere Vertriebsteams sind von der Planung des Projektes, also von der Wurzel, von der Entstehung und der ersten Idee des Projektes an, bis hin zur Umsetzung im Bereich Services, bis hin zu Finanzierungsthemen, der reinen Lieferleistung natürlich auch und der Umsetzung und der Realisierung. Von A bis Z sind wir dabei und stehen mit Rat und Tat und mit Know-how-Transfer zur Verfügung. Stefan, vielen Dank für die Informationen. Ich glaube, ganz viele haben viele Ideen da draußen bekommen und ja, schauen Sie auf unserer Webseite mal rein. Wir haben alle interessanten Informationen für Sie natürlich wie immer verlinkt und deswegen freue ich mich, Sie wiederzusehen bei einer der nächsten Videos. Bis bald.